Hi zusammen, ich hoffe, euch geht's gut und ich wollte euch erstmal sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass mein letztes Video so viele anscheinend wirklich im Herzen berührt hat. Ich meine, ich konnte es auch richtig fühlen und das freut mich sehr, besonders weil ich mich vorher mit einer Freundin unterhalten habe und wir darüber gesprochen haben, wie viele Herzen da draußen sind, die über die Jahre zu meinem Channel gefunden haben, die mit mir gewachsen sind, die immer noch da sind oder neu dazugekommen sind und sich wirklich einfach nur ehrlich über meine Videos freuen und die Inhalte schätzen. Und deswegen wollte ich Danke sagen und sagen, dass ich mich freue, dass ihr hier seid und dass das Video so gut getan hat. Und ich freue mich auf weitere Momente, in denen sich das so auf beiden Seiten anfühlt. Ich habe mir angeguckt, dass mein Channel heute weit über 20 Millionen Aufrufe hat und Hunderttausende Abonnenten. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Menschen das sind. Aber was ich sagen will, ist, dass es für mich das schönste Gefühl ist, zu wissen, auch wenn ich nur ein paar wirklich im Herzen erreiche und etwas ankommt und etwas, was positiv bewegt. Ich kenne das von mir selber, wenn ich was sehe, das mich abholt und berührt, wie wertvoll das für mich ist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Feedback bekomme von einer Freundin zum Beispiel, die sagt, hey, die Bekannte von mir oder der Freund von mir hat sich durch dich hierzu inspirieren lassen oder fühlt sich einfach gesehen. Das ist big. Mir das vor Augen zu führen, tut einfach gut, weil so ein YouTube-Channel natürlich Herausforderungen mit sich bringt, die unglaubliche Dimensionen annehmen können, die einen das vielleicht manchmal vergessen lassen. Heute beantworte ich eure Frage nach meiner Ernährung aktuell. Und ich erzähle ein bisschen von meinen letzten 4 Jahren. Was ich heute weiß, ist, dass ich nicht mehr so wie in früheren Videos über Ernährung sprechen möchte. Das heißt vor allem nicht mehr eine Ernährungsweise über alle anderen stellen. Ich beantworte die Frage, da mich natürlich viele auch über meine pflanzlichen Rezeptvideos gefunden haben und bis heute mit rein pflanzlicher Ernährung identifizieren. Denkt bitte dran, dass ich nie vegan war. Also Veganismus und pflanzliche Ernährung sind 2 verschiedene Sachen. Das habe ich auch früher schon mal bewusst gesagt, aber ich finde es wichtig, das nochmal in Erinnerung zu rufen. Seit ungefähr 3,5 Jahren ernähre ich mich nicht mehr rein pflanzlich, weil ich es nicht mehr möchte und für mich heute eine passende Herangehensweise habe. Das kann sich auch wieder ändern oder vielleicht phasenweise ändern. Zum Beispiel, als ich vorletztes Jahr einen Monat in Indien unterwegs war, habe ich mich nur vegetarisch ernährt, weil es sich einfach angeboten hat. Und so ist das auch in meinem Alltag. Also es ist kein Muss. Ich freue mich und genieße ein rein pflanzliches Essen genauso wie eins, in dem tierisches drin ist. Fisch, Fleisch, Eier oder Milchprodukte. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es flexibel zu sein und wirklich auf die Bedürfnisse meines Körpers in dem Moment zu hören und auf die Umstände zu achten, in denen ich bin. Vor allem heißt die Veränderung nicht, dass ich jetzt plötzlich all die guten Dinge, die ich mir angewöhnt habe zu essen, nicht mehr esse, sondern es ist einfach heute eine Mischung von. Es ist für mich nicht mehr so ein dogmatisches Ding und das wird sich, glaube ich, auch in meinen Rezepten, in meinen Videos, allgemein in der Art, wie ich über Ernährung spreche, widerspiegeln. Ich weiß, einige hinterfragen aufgrund dessen, was ich mache, was ich teile, ihre eigene Entscheidung, aber ich hoffe, dass ihr nach dem Video nicht mit der Idee weggeht, okay, das ist jetzt die richtige Ernährungsweise, sondern wenn überhaupt, hoffe ich, anhand meines Beispiels zu zeigen, dass die Ernährungsfrage ein Prozess ist, der sich im Laufe des Lebens verändern darf und dass es diesbezüglich auch andere Gedanken und Fragen gibt, die man sich stellen kann. Ich habe vor kurzem mal in meine alten Instagram-Likes geguckt, also das, was ich früher geliked habe, als ich gerade so mein Profil neu hatte, 2013. Und ich habe gesehen, das war wirklich alles Food, Food, Food und natürlich Natural Hair. Das war sehr nostalgisch und hat mich total zurückversetzt in die Zeit, in der ich meinen Blog hatte, kurz bevor ich meinen YouTube-Channel gestartet habe. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch auch noch an meinen Blog. Ihr konntet mir damals über das Kontaktformular Fragen stellen zu Natural Hair zum Beispiel und ich habe dann jede E-Mail beantwortet. Das war so die Phase kurz bevor YouTube nochmal so einen Riesensprung gemacht hat und sich viele Creators einfach eine wirklich professionelle Karriere damit aufbauen konnten. Mich hat es einfach nochmal an diese Zeit erinnert, in der diese Clean Eating Inhalte so eine Riesenwelle geschlagen haben online. Ich meine, pflanzliche Ernährung an sich war nichts Neues, es ist so alt wie die Zeit, aber meinem Empfinden nach war das plötzlich so in den westlichen Sphären für uns keine Nische mehr. Und viele von uns, so wie auch ich, haben dadurch zum ersten Mal mehr darüber gelernt oder zum ersten Mal davon gehört. Und ich weiß einfach, wie sehr das meinen Weg damals beeinflusst hat. Ich blicke heute kritischer darauf zurück, aber ich bin dankbar für diese inspirierende Zeit und was das für mich ausgelöst hat, wohin das mich bewegt hat. Meine ersten Inspirationen und die für mich die Grundlage gelegt haben rund ums Kochen, waren allerdings die Frauen in meinem Leben. Ich habe von meiner Mutter und meiner Oma gelernt,
Und ich habe, seit ich denken kann, einen Hang zum Kreieren, neue Rezepte ausprobieren, mit Pflanzen arbeiten. Ich bin mit super kreativen Menschen aufgewachsen. Zum Beispiel meiner Tante Claudia, die aus allen möglichen Kräutern und außergewöhnlichen Zutaten ein wunderschönes Rezept kreiert hat. Die Frauen, die mich großgezogen haben, haben eine unglaubliche Improvisationskunst, wirklich. Die haben aus den wenigsten Mitteln in den schwierigsten Umständen die schönsten Sachen zubereitet. Diese Leidenschaft für Gesundheit und mich bewusst mit Lebensmitteln und so weiter auseinanderzusetzen, liegt zwar irgendwie auch in meiner Familie, aber Essen, Ernährung ist für mich dadurch, wie ich aufgewachsen bin, nicht nur das, sondern auch ein Ausdruck von Resilienz und ein Spiegel der Lebensumstände. Das heißt, ich schätze auch ein simples Essen, auch wenn es nach heutigem Maßstab nicht als gesund angesehen wird, weil es manchmal oder vielleicht auch oft das Einzige ist, was man hat, und weil ich dankbar bin für die Momente, in denen Toast und Spaghetti uns als Familie nicht nur über die Runden gebracht hat, sondern wir auch wirklich hingebungsvoll zubereitete und leckere Mahlzeiten hatten. Ich finde, das kann etwas gesund machen. Wisst ihr, was ich meine? Mit Liebe zubereitetes Essen und ein Gefühl von Genuss und Wohlgefühl. Vielleicht nenne ich deshalb meine Rezepte Wohlfühlrezepte, weil die emotionale Komponente oft vergessen wird, aber genauso ausschlaggebend ist. Anfang bis Mitte meiner 20er, also ungefähr 2016 bis 2020, 2021, habe ich mich also rein pflanzlich ernährt, mit vereinzelten Ausnahmen von Ei- oder Milchprodukten. Ich habe das damals gemacht, weil mich die Argumente für die Umwelt und für die Gesundheit, die damals präsentiert wurden, überzeugt haben. Ich hatte meine eigene Wohnung, gerne frisch und gesund für mich selber gekocht und alles in meinem Leben, was ich bewusst in die Hand nehmen konnte, auch bewusst in die Hand genommen. Hintergrundinfo: Ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht und ich habe auch, während ich mich pflanzlich ernährt habe, nie ein restriktives Konzept befolgt oder ausprobiert, wie zum Beispiel Low Carb, High Carb, No Fat, No Roh, Intermittent Fasting, glutenfrei, Zero Sugar und so weiter. Weil mich das nie angesprochen hat, weil ich keine Unverträglichkeiten habe. Ich hatte nie irgendwelche anderen gesundheitlichen Probleme, die mich zu dem Lebensstil hinbewegt haben. Das, um zu sagen, ich hatte immer ein entspanntes Verhältnis zum Essen. Und alle Veränderungen, die ich gemacht habe, waren immer aus Neugierde, weil ich Lust drauf hatte, und ich musste mich auch, während ich pflanzlich gegessen habe, zu nichts zwingen. Also ich hatte wirklich Lust drauf, es hat mir Spaß gemacht, es hat mir geschmeckt. Auch wenn es nicht immer leicht war und oft ein bisschen extra Aufwand und Gedanken gebraucht hat. Meine Entscheidung, die ich vor 3,5 Jahren getroffen habe, war nicht aufgrund irgendwelcher Informationen von außen, sondern wirklich eine aus dem Moment heraus für mich angemessene, logische, unabhängige Entscheidung. Ich lebte zu der Zeit im Dorf, beziehungsweise nochmal 30 Minuten außerhalb vom Dorf, off-grid. Ich war nicht auf YouTube unterwegs und gar nicht diesen ganzen Einflüssen ausgesetzt, sondern wirklich in meiner Bubble. Ich sage das, weil ich schon mitkriege, dass es gerade online mehr Trends hin zu omnivorer, karnivore Ernährung gibt. Meine Entscheidung hatte damit nichts zu tun und war, wie gesagt, vor 3,5 Jahren. Und zwar im Dezember 2020. Genau gesagt 4. Dezember 2020, und den Tag vergesse ich nicht, weil ich da eine Malaria-Infektion nur wirklich so knapp überlebt habe, weil ich sie zu spät bemerkt habe. Nur falls von euch vielleicht ein paar gar keine Idee haben, was das bedeutet, und Triggerwarnung: ich werde ein paar Malaria-Symptome beschreiben. Bei Malaria werden von einer bestimmten Moskitoart durch einen Stich Parasiten ins Blut übertragen, die sich erst in der Leber ansiedeln und dann im Blut ausbreiten, die roten Blutzellen angreifen und die Sauerstoffversorgung im Körper blockieren, was zum TOD führt. Und das unter wirklich heftigen Symptomen, wenn es schon weit fortgeschritten ist, vor allem extrem hohes Fieber, höllische Schmerzen. Oft kann man währenddessen nichts drin behalten, man ist vollkommen geschwächt und kann, wie in meinem Fall zum Beispiel, sogar nicht mal mehr aufstehen. Das ist eine super persönliche Erinnerung, von der ich eigentlich nicht mehr im Internet erzählen will, aber ich glaube, in dem Kontext ist es wichtig fürs Verständnis und auch über meine Situation hinaus vor allem. Viele von uns verlieren Menschen an Malaria. Ich denke, das ist erwähnenswert, denn es ist immer noch ein Teil des Alltags. Ich erzähle euch einfach davon, damit ihr euch vorstellen könnt, wie schwerwiegend es ist und wie viel Energie und Gewicht man verlieren kann. Ich hatte in den Monaten zuvor, also in meinen ersten Monaten, in denen ich auf der Farm off-grid gelebt habe, schon einiges an Substanz verloren, weil einfach so viel von mir abverlangt wurde und ich wirklich auf allen Ebenen maximal ausgelastet war. Und ich habe zu der Zeit pflanzlich gegessen. Es war aber praktisch kaum möglich, unter dem Pensum an Arbeit und Belastung hinterherzukommen, wirklich genug vollwertige Kalorien zu mir zu nehmen oder überhaupt
genug zu essen, genug zu ruhen. Rückblickend ist man immer schlauer. Ich habe sehr viel aus der Zeit gelernt. Dazu kommt noch, dass ich die Konstitution habe, mit der ich wirklich konstant genug zu mir nehmen muss, um mein Gewicht drauf zu behalten. Ich weiß, es geht auch anderen so. Da wird zwar auch nicht so oft drüber gesprochen, aber unsere Körper sind alle verschieden. Vielleicht auch phasenweise im Leben. Aber das will gesagt sein, weil es war auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass ich so viel an Substanz verloren habe. Stellt euch außerdem noch vor, keinen Zugriff auf praktische Alltagsressourcen zu haben. Denn ich war nicht in der City, ich war nicht in Accra, sondern 2,5 Stunden außerhalb, komplett off-grid. Das heißt, kein Strom, kein fließendes Wasser, keine Wasserquelle vor Ort, außer Regen. In der Regenzeit oder Wasser von einer Quelle, die relativ weit entfernt war. Kein Herd in der Phase, kein Ofen, kein Mixer natürlich. Das heißt, ich konnte nicht mal zwischendurch irgendwie Smoothies machen, um schnell Energie zu bekommen. Kein Kühlschrank, trotz der extrem schwülen Hitze. Und das wirkt sich natürlich auf das aus, was man kaufen kann, was man lagern kann. Und es bedeutete in dem Fall, dass jeden Tag wirklich frisch gekocht werden musste, denn am nächsten Tag war das Essen schon verdorben. Außerdem keine Waschmaschine und was das bedeutet, Handwäsche, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und so weiter, das kann man sich vorstellen, das wissen auch viele. Heftige Regenzeit, heftige Trockenzeit und das alles mitten im manuellen Hausbau und es war tatsächlich die Anfangsphase der Farm. Also die Samen wurden buchstäblich gesät und es gab noch keine Ernte und keinen Rhythmus, in dem alles smooth funktioniert hat, sondern es war alles ein Ausprobieren und irgendwie über Wasser halten und sich um alles gleichzeitig kümmern. Der Kontext alleine hat mir schon ohne die Krankheit gezeigt, wo ich mit meiner wholesome pflanzlichen Ernährung an meine Grenzen stoße. Es will gesagt sein, dass das Setup extrem war. Das heißt zum Beispiel unten im Dorf gab es Strom, gab es eine Wasserquelle in der Nähe und die meisten haben Gefriertruhen, Kühlschränke, okay? Also es ist nicht der Standard. Und ich habe mir ausgesucht, an diesem Setup teilzuhaben und konnte theoretisch jederzeit gehen, auch wenn es 2020 war, also Reisen war nicht so einfach. Was ich sagen will, ist, dass das, was ich mir ausgesucht habe, natürlich für so viele, die nicht ansatzweise die Mittel haben, wie ich sie hatte, permanente und freiwillige Umstände sind. Eingekauft habe ich damals auf dem nächstgelegenen Bauernmarkt, ungefähr 20 Minuten mit dem Motorrad entfernt. Und damit ihr eine Idee habt, was es an pflanzlichen Lebensmitteln gab, wenn ich es aufzähle, klingt es wahrscheinlich nach viel, aber schaut mal im Einzelnen, was das bedeutet und was die Nährstoffe sind und gleicht das mal mit einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung ab. Tomaten, Zwiebeln, Eggplant, also Auberginen, Mais, Okra, grüne Paprika, Cassava und Yam, Gari, Weizenmehl, Weißbrot, weißer Reis, Öl, Erdnüsse, Palmöl, Palmnüsse. An Hülsenfrüchten habe ich immer nur Schwarzaugenbohnen gefunden, getrocknete, also nicht in der Dose vorbereitete, das heißt längere Kochzeit und wie ich vorhin auch angedeutet habe, das Letzte, was man bei der extremen Hitze machen möchte, ist stundenlang ein Feuer oder Kohle anfächern. Bananen, Plantain, manchmal Karotten. Und dann je nach Saison Mango oder Avocado. Weißkohl habe ich manchmal gefunden. Und an grünem Blattgemüse eigentlich nur Contumely Leaves, also Taroblätter. In der Regenzeit. Keine Linsen, kein Tofu, keine Proteinpulver, Grünkohl, Pilze und all diese anderen Sachen. Wie gesagt, auch kein Meal Prep, sondern wirklich jedes Mal zum Markt fahren, frische Sachen kaufen, frisch zubereiten und an dem Tag verzehren. Wenn es regnet, dann ist vielleicht auch mal der Weg nicht befahrbar und da muss man improvisieren mit dem, was man gerade schon zu Hause hat. Obwohl ich in einer Region war, von der man meint, dass die tropischen Früchte und Pflanzen nur so sprießen, ja, muss das selbst angebaut natürlich auch erstmal mit hohem Energieaufwand erarbeitet werden. Und das Angebot auf dem Markt in der Region oder unten im Dorf, an dem kleinen Kiosk, war, wie gesagt, was Pflanzliches angeht, relativ begrenzt. In anderen Regionen sieht das anders aus, wie zum Beispiel im Norden von Ghana. Wurde mir beigebracht, dass es da auch noch eine noch größere Vielfalt an lokalen, traditionellen, pflanzlichen Lebensmitteln gibt. Und in den Städten sowieso. Ich meine, in den Malls, in den Supermärkten gibt es alles, zu Citypreisen, aber es gibt alles. Für mich bedeutete das aber nochmal einen extra Trip nach Accra und wieder zurück, was oft den ganzen Tag gebraucht hat. Es ist ja eigentlich ein No-Brainer, aber wir scheinen oft zu vergessen, wie hyper ortsabhängig Ernährung ist. Und God knows, dass eine vollwertige pflanzliche Ernährung auch an einem komfortablen Ort mit einem durchschnittlichen westlichen Alltag meiner Erfahrung nach zwar möglich ist. Für die einen leichter, für die anderen weniger leicht, aber einiges an, ich nenne es mal Management, erfordert. Ohne diesen komfortablen Rahmen ist es in meinen Augen nur bedingt möglich, nur durch Pflanzen genügend vollwertige Kalorien zu sich zu nehmen. Das heißt, ausgewogen und abwechslungsreich zu essen. Weil man nicht immer und überall an eine Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln kommt oder sie sich leisten kann. Weil vielen Menschen im Alltag körperlich und mental einfach so viel mehr abverlangt wird. Talk about resilience.
weil es logistisch schwierig sein kann. Oder. Es gibt so viele Faktoren und jede Situation ist anders. Gewisse Voraussetzungen müssen einfach gegeben sein, damit es leicht ist. Selbst sowas Gottgegebenes wie Selbstanbauen ist nicht so zugänglich für die breite Masse, wie es sein sollte. Und mich beschäftigt das automatisch mit der Frage nach Landbesitz. Wer besitzt seinen eigenen Garten und sein eigenes Land heutzutage? Wer hat die Ressourcen? Wer hat die Energie und Zeit, sich dem zu widmen? Und wer kann sich das nicht leisten? Zurück zu mir. Nachdem ich Malaria dann überstanden hatte, war es für mich einfach Zeit. Nach der Infektion müssen die extreme Blutarmut und der Eisenmangel wieder ausgeglichen werden. Das natürlich als Menstruierende, die sowieso darauf achten muss. Ich war damals in ärztlicher Behandlung, habe die entsprechenden Supplemente bekommen, aber ich musste allgemein meinen Bedarf an Nährstoffen, Kalorien decken mit den Lebensmitteln, die zu haben waren. Ich war also nicht mehr auf der Farm oben, sondern unten im Dorf, während ich in Behandlung war. And I just stopped rejecting Auntie's food. Ich habe einfach das gegessen, was in dem Haushalt gekocht wurde. Ich habe auch alle möglichen pflanzlichen Lebensmittel mit hohem Eisengehalt, die ich finden konnte, zu mir genommen. Zum Beispiel Okra, Kantose, heißt auch Turkeyberry oder auf Deutsch Pokastrauch, Prekese und alle möglichen Kräuter. Und ich habe angefangen, Kenke mit Sardinen zu essen. Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte integriert. Und zwar zum ersten Mal seit langem einfacher, weil ich einfach mitessen konnte und nicht mein separates Gericht kochen musste. Konnte ich auch noch gar nicht. Also in meinem Zustand war ich darauf angewiesen, dass jemand für mich mitkocht. Und in der Zeit habe ich sogar noch für jemanden mitgesorgt, der 2 Tage nach mir die gleiche Infektion hatte. Ich habe mich, obwohl ich so viele Jahre anders gelebt habe, in dem Moment Gott sei Dank einfach geöffnet und einen wirklich ganzheitlicheren Blick eingenommen, der Kontext und Umstände einschließt. Und das verstehe ich heute unter ganzheitlich, holistisch. Sobald ich wieder auf den Beinen war, bin ich nach Busia gefahren, habe Zeit an der Küste verbracht und bin danach erstmal nach Accra gezogen. Erst nach Osu und dann nach Bokwasi. Von wo aus ich mein erstes Video von Ghana aus gemacht habe übrigens. Also das Voice-Over, das ihr da hört, das war ich in meiner Erholungsphase. Januar bis Februar 2021 war ich dann im Wiederaufbau. Habe mir mein Coco morgens zum Frühstück geholt, viel Fermentiertes, Kenke, Banku, natürlich auch Jollof, Fufu, alles, was ich halt überall am einfachsten kriegen konnte. Ich habe auch öfters in einem jamaikanischen Aita-Restaurant gegessen, da es in meinem Apartmentkomplex war und dadurch nochmal mehr vollwertige pflanzliche Gerichte gehabt. Bin regelmäßig runter zum Markt gelaufen, um einzukaufen und habe angefangen, wieder mehr für mich zu kochen. Ich hatte zum ersten Mal wieder Zeit zum Essen, auch wenn mein Appetit wegen der Accra-Hitze nicht so groß war. Die Vielfalt an Gemüse war auf dem Markt und in der Nachbarschaft nicht so viel größer, no shade. Aber ich hatte zumindest mehr Proteinquellen und eine größere Auswahl, weil ich einfach überall in den Shopbars essen konnte und wie gesagt auch tierisches zu mir genommen habe. Die Phase war zwar nicht so lang und danach bin ich wieder zurück zur Farm, aber so war es einfach leichter, erstmal aus diesem Defizit rauszukommen. Ich glaube, dieses einzelne einschneidende Erlebnis war für mich einfach nur ein Stups, um flexibler zu werden. Darüber hinaus habe ich mir, da seitdem natürlich viele Jahre vergangen sind, auch noch weiterführende Gedanken machen können und noch mehr objektivere Informationen dazu nehmen können, die auch in Bezug auf Umweltzusammenhänge, politisches, wirtschaftliches, kulturelles, gesundheitliches und alles, was Ernährung umgibt, einen nuancierteren Ansatz vertreten. Ich fühle mich seit dem Rund damit, auch heute noch einfach die Elemente in meiner Ernährung für mich zu integrieren, die mich am besten unterstützen. Ob tierisches unverzichtbar für die Gesundheit jedes Menschen ist, kann ich nicht sagen. Aber im Gegensatz zu früher denke ich, dass Fisch, Fleisch, Eier, Milchprodukte und anderes, genauso wie pflanzliches Gemüse, Früchte, Hülsenfrüchte, Algen und so weiter, jeweils innerhalb der Gesamtheit der Lebenserhaltung gut eingesetzt werden können. Um noch deutlicher zu werden, denke ich so wie vor 8 Jahren, dass tierisches schädlich für die Gesundheit ist? Nein, nicht unbedingt. Ich denke, Ernährung existiert immer in einem Kontext von Lebensumständen, Standort, Umwelt, Veranlagung, ökonomischem Status und Kultur. Es gibt nicht einen perfekten Weg und eine Lösung, die man so copy-paste-mäßig überall in der Welt für jeden Menschen in jedem Umstand einfach anwenden kann. Ernährung ist politisch und gleichzeitig so höchstpersönlich und intim. Erstens auch Erinnerung ist ein Spiegel der Zeit, ein Spiegel des Ortes, ist generationales Wissen, ist Geschichte, ist Kunst. Und ich würde für mehr Feingefühl und inklusives Denken, wenn wir über Ernährung sprechen. Was ich nicht mag, ist so eine innere Haltung der moralischen Überlegenheit, die oft mit Ernährungsidealen einhergeht. Auch wenn man nach außen hin nicht respektlos zu anderen ist, die sich anders ernähren, erschafft man innerlich doch irgendwie schon eine Art Hierarchie und ein Urteil, weil man aufgrund der Informationen, die man hat, denkt, dass andere
point blank period die Umwelt und ihre eigene Gesundheit zerstören. Dabei ist das nicht unbedingt der Fall. Man schließt damit ignoranterweise zum Beispiel auch die ein, die den kleinsten ökologischen Fußabdruck haben, auch wenn sie tierisches konsumieren. Und was sich ändern darf und hoffentlich ändern wird, ist, dass einige Menschen für ein Thema aufschreien und für ein anderes nicht. Sich zu dem einen Thema all die Statistiken ranholen, eine Doku nach der anderen produziert wird und andere Themen einfach komplett außen vor gelassen werden, die aber genauso in diesen Kontext gehören. Ich wünsche zum Beispiel, moderne Ernährungsaktivisten, wie zum Beispiel Veganer oder Klimaaktivisten, werden genauso sensibilisiert für Neokolonialismus und wüssten von den ganzen Dynamiken, die sich hier überall auch heute einfach im Alltag zeigen. Vor allem, weil es ein Privileg ist, sich aussuchen zu können, was man isst und was nicht, wann man isst und wann nicht. Ich glaube, das ist eine wunderschöne Kunst, die eigenen Überzeugungen zu leben, weil sie einem selbst Integrität bieten oder Gesundheit, wie auch immer. Und gleichzeitig eine ehrliche Achtung vor der Integrität anderer zu behalten, auch wenn deren Entscheidungen auf dem Spektrum so weit auseinander zu liegen scheinen. Ich denke, solche blinden Flecken sind ein Symptom eines grundlegenden Problems, das die westliche Wellness-Industrie hat. Und zwar, dass sie elitär, exklusiv und nicht intersektional ist. Man kann einfach hinschauen, wer immer noch die Mainstream-Blogger in den Bereichen sind, die Autoren, die Repräsentanten und wer nicht. Und wie geprägt die Inhalte oft von Diäten, den Idealisieren von schlanken Körpern und bestimmten westlichen Lebensstilen sind. Und ich weiß, es hören viele immer noch nicht gerne, besonders in diesem Space, aber das Whitewashing von Informationen und altem Wissen ist immer noch ein Problem. Und es ist das Gegenteil von Intersektionalität und Inklusion. Ich denke nicht, ich hätte alle Antworten. Wenn ich über Ernährung spreche, denke ich einfach automatisch auch an diese Sachen und ich kann nicht über das eine sprechen und das auslassen. Ich verlinke euch auch ein paar Sachen zu dem Thema in der Videobeschreibung. Das gesagt, wenn mich jemand, der auf dem Weg der rein pflanzlichen Ernährung ist, nach Tipps und Rezepten fragt, dann gebe ich das, was ich kann. Und wenn mich jemand, der sich, weiß nicht, pesketarisch, vegetarisch, omnivor, wie auch immer ernährt, nach Tipps und Rezepten fragt, dann gebe ich das, was ich kann. Ich glaube, das ist eins der Geschenke, das mir die Jahre an Erfahrung mit verschiedenen Lebensstilen, Ernährungsstilen an verschiedenen Orten gegeben hat, das ich weitergeben kann. Egal welcher Meinung ihr seid. Auf meinem Channel bleibt bitte respektvoll in den Kommentaren. Ich freue mich auf alles, was wir von hier aus zusammen kreieren können, was ich weiter noch mit euch teilen kann. Falls ihr spezifische Videowünsche habt und sagt, boah Joanna, ich wünsche mir schon so lange, dass du mal das und das und das Video machst, schreibt mir das bitte auf Instagram, da sehe ich das am ehesten. Und sonst, ja, passt gut auf euch auf und ich sehe euch bald.